Für alle, die sich an der letzten Hausaufgabe aus Teil 3 der Logikserie versucht haben, gibt es jetzt die Auflösung. Wie versprochen in einem gesonderten Video, da der Umfang doch recht groß ist. Hallo und herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Wer sich mit der Aufgabe beschäftigt hat, wird vielleicht gemerkt haben, dass die Aufgabenstellung nicht ganz präzise war. Ehrlich gesagt, das war Absicht, damit ihr selbst darüber stolpert. Aufgabe war ja, mit Logikgattern einen Decoder zu entwerfen, der die Zahlen 10 bis 15 im Binärcode umwandelt in die Hexadezimalziffern A bis F auf einer 7-Segmentanzeige. Keine Absicht war der kleine Fehler in der Ausgangstabelle. Segment G leuchtet natürlich auch beim A, also bei der 10. Danke an Hillybilly, der den Fehler bemerkt hat. Was nicht eindeutig gesagt wurde, ist, was passieren soll, wenn am Eingang die Zahlen 0 bis 9 auftreten. Eine Möglichkeit wäre, dass die Anzeige dann dunkel bleiben soll und nur die Zahlen ab 10 angezeigt werden. Die zweite Variante ist, wir sorgen im Vorfeld schon dafür, dass die Zahlen 0 bis 9 gar nicht erst auftreten. Dann ist es egal, was an den Ausgängen passiert, denn es kommt ja nicht vor. Das bedeutet, wir bekommen an den Ausgängen Don't-Care-Zustände, was unsere Logik vereinfachen wird. Ich muss also beide Lösungen als richtig akzeptieren. Man könnte natürlich auch dafür sorgen, dass bei 0 bis 9 auch die Ziffern 0 bis 9 angezeigt werden. Aber das war nicht die Aufgabenstellung. Wir werden hier beide Lösungswege durchgehen. Zunächst müssen wir unsere Wertetabelle um die Zahlen 0 bis 9 erweitern. Als erstes die Variante, bei der die Anzeige dort dunkel bleibt. Die Ausgänge bleiben dann für alle 7 Segmente gleich 0. Beginnen wir mit der Ansteuerung des Segmentes a und stellen hier noch einmal die Ausgangsformel aus der Wertetabelle auf, für alle, die die Aufgabe durch Umstellen der Formel gelöst haben. Das Segment a leuchtet bei den Zahlen 10, 12, 14 oder 15. Das entspricht der Eingangskombination a quer, b, c quer und d. Oder a quer, b quer, c und d. Oder a quer, b, c und d. Oder a, b, c und d. Wir wollen die Lösung aber hier mit dem Carnot-Plan finden. Bei 4 Eingangsgrößen hat er wieder 16 Felder. Um uns die Arbeit zu erleichtern, schreiben wir uns in jede Zelle, für welche Zahl am Eingang das Kästchen steht. Die 0 wäre dann dieses Feld, wo sich a quer, b quer, c quer und d quer treffen. Für die 10 zum Beispiel steht a quer, b, c quer und d. Und das ist dieses Feld. Und das machen wir jetzt für alle Zellen. Wir hatten gesagt, Segment A leuchtet bei der 10, 12, 14 und 15. Also kommt in diese Felder je eine 1. In die anderen Felder kommt eine 0, weil das Segment A dort nicht leuchten soll. Die Einsen lassen sich nur in 3 Zweierblöcken zusammenfassen. Im roten Block treffen sich a quer, b, c und d. Im grünen Block a quer, b, c, c quer und d. Im blauen Block a quer, b, b quer, c und d. Nach dem Streichen der Doppelung werden alle Blöcke oder verknüpft. Und das Ergebnis lautet b, c und d oder a quer, b und d oder a quer, c und d. Mit Standardgattern umgesetzt sieht die Schaltung so aus. Die zweite Lösung kümmert sich jetzt nicht um die Werte 0 bis 9. Die Ausgänge sind im Don't-Care-Zustand. Und das übertragen wir auch in das KV-Diagramm. Jetzt können wir einen 8er- und einen 4er-Block bilden. Vom 8er-Block bleibt jetzt alleine a quer übrig. Beim 4er-Block b und c. Die vereinfachte Formel lautet a quer oder b und c. Umgesetzt mit Standardgattern ist die Schaltung jetzt viel einfacher. Kommen wir zu Segment B. Das leuchtet nur bei der 10 und der 13. Hier haben wir jetzt schlechte Karten. Es lässt sich nicht zusammenfassen.
Es bleiben zwei einzelne Felder und damit lässt sich die Ausgangsformel auch nicht vereinfachen. Entsprechend aufwendig ist die Schaltung. Lässt sich denn wenigstens mit den Don't-Care-Ausdrücken etwas verändern? Immerhin sind jetzt zwei Viererblöcke möglich. Das Ergebnis vereinfacht sich zu a und b quer oder a quer und c quer. Die Anzahl der Gatter wird leider nicht kleiner. Es werden nur je zwei Eingänge an den Und-Gattern eingespart. Also das Segment B anzusteuern ist der wahrscheinlich schwierigste Teil. Segment C. Es leuchtet bei der 10, 11 und 13. Auch hier gibt es nicht viel zu optimieren. Gerade mal ein Zweierblock ist möglich. Das dritte Feld bleibt wieder solo. Die Vereinfachung der Ausgangsformel ist minimal. 5 Standardgatter werden benötigt. Mit den Don't-Care-Ausdrücken für 0 bis 9 sieht es schon etwas freundlicher aus. Es sind immerhin ein Vierer- und ein Achterblock möglich. Aus dem Viererblock bleibt a und b quer und aus dem Achterblock nur c quer. Und das ist die vereinfachte Schaltung. Kommen wir zum Segment D. Es ist aktiviert von 11 bis 14. Leider sind die Felder etwas ungünstig angeordnet, sodass nur zwei Zweierblöcke gehen und einer bleibt übrig. Ergibt als Formel b quer c und d oder a quer c und d oder a b c quer und d. Und das kostet uns 7 Gatter. Also auch Segment D hat es in sich. In der vereinfachten Form können wir 3 größere Blöcke bilden. Es bleibt übrig a und c quer oder a quer und c oder b quer. Und das ist der vereinfachte Schaltplan. Beim Segment E sieht es schon freundlicher aus. Auf den ersten Blick sieht man gleich 2 Viererblöcke. Der rote lässt sich verkürzen zu B und D und der grüne zu C und D. 2 und ein Oder-Gatter erledigen das. Wenn wir unsere Don't-Care-Ausdrücke eintragen, wird aus dem KV-Diagramm eine einzige 1. E gleich 1 bedeutet, wir können das Segment direkt mit der Betriebsspannung verbinden, denn es leuchtet immer. 5 haben wir, bleiben noch 2. Segment F. Die Einsen lassen sich zu einem Zweier- und einem Viererblock zusammenfassen. Beim Zweierblock entfällt B und beim Viererblock A und C. Was übrig bleibt, ist a quer, c und d oder b und d. Wir brauchen erstmal 4 Gatter. Auch hier lässt sich die Logik wieder vereinfachen, wenn wir 0 bis 9 nicht beachten müssen. 2 Achterblöcke, das ist gut. Damit vereinfacht sich die Formel auf a quer oder b. Wir brauchen nur noch 2 Gatter. So, und das letzte Segment G. Es leuchtet bei der 10, 11, 13, 14 und 15. Ein Vierer- und ein Zweierblock. Beim ersten entfällt A und C und beim Zweierblock entfällt nur das B. Am Ende bleibt übrig B und D oder A, C und D. Ein Zweifach und ein Dreifach und plus ein Zweifach oder. Und auch hier suchen wir die vereinfachte Form. Die reduziert sich auf 2 Achterblöcke
und bei Achterblöcken bleibt immer nur eine Größe übrig. Das Ergebnis heißt A oder B. Stellen wir uns daraus eine Gesamtschaltung für die vereinfachte Form zusammen. Dadurch entfallen noch ein paar Gatter, denn die Eingangswerte muss man ja nicht für jedes Segment einzeln invertieren, sondern es reicht einmal für alle. Wer soweit gekommen ist, hat zumindest das richtige Ergebnis und bekommt dafür eine 2. Wer eine 1 will, findet durch genaues Hinsehen noch eine Einsparmöglichkeit. Es gibt 2 Gatter, die das gleiche machen. Beide Und-Gatter verknüpfen A und B quer. Deshalb kann eins davon entfallen. Ich muss dazu sagen, das ist eine Lösung, wenn man neben den Invertern nur Und- und Oder-Gatter verwenden will. Grundsätzlich lässt sich das auch mit anderen Gattertypen, also Exklusiv-Oder bzw. NAND- oder NOR-Gattern darstellen, wenn man die Formeln entsprechend umformt, je nachdem, was man zur Verfügung hat. Nun kann ich sicher behaupten, das ist die richtige Lösung, aber es gibt ja einen einfachen Weg, das zu überprüfen. Naja, ganz so einfach auch wieder nicht. Es wird schon ein ganz schöner Drahtverhau. Auf Schönheit kommt es jetzt hier nicht an, es geht um die Funktionalität. Fangen wir an mit der binären 10, das ist die 1010. Und wir bekommen am Ausgang an der Anzeige wirklich ein A. Die 11 wäre die 1011, ergibt das B. Die 12, 1100, C. Bei der 13 das D, bei der 14 das E und bei der 15, 4 mal die 1, das F. Wie sagt man so schön, quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Das zeigt hoffentlich auch, dass die Theorie der letzten 2 Videos für die Praxis durchaus anwendbar ist. Unbestimmt sind die Zustände von 0 bis 9, darauf haben wir ja keinen Wert gelegt. Witzigerweise wird bei der 0 tatsächlich die 0 angezeigt. Aber das war es dann auch schon. Die 1 sieht so aus und die 3 sieht zum Beispiel so aus. Nun kann man das alles natürlich auch in einen einzigen Schaltkreis packen. Aber solche Decoder und andere höher integrierte Schaltkreise sind Thema der nächsten Folgen der Serie. Bis dahin.